In Südafrika wäre das jetzt zum Beispiel, irgendwo hat jemand ein Auto geklaut und du hast immer einen Tracker im Auto und dann kommt der Hubschrauber und verfolgt das Auto. Mein Name ist Tatjana Schäfer. Ich bin mittlerweile knapp 36 Jahre alt. Ich bin in der Spedition und Logistik, bearbeite dort und bin ein Grenzgänger, weil ich für 8 Jahre in Südafrika gelebt habe. Ich bin für meine damalige Firma nach Südafrika gegangen, auch ein Speditionsunternehmen. Die Arbeitskultur ist einfacher gestrickt, weil man einfach auf seine Arbeitszeiten, nur in seinen Arbeitszeiten arbeitet. So, was es in Deutschland gibt, dass man das Handy mit nach Hause nimmt und dann am Wochenende vielleicht nochmal was macht. Das ist da nicht. Da fängt man um 8 an und hört um 4:30, 5 auf, je nach Jahreszeit. Und dann geht man nach Hause und dann ist fertig. Dann beschäftigt sich keiner mehr mit der Arbeit. Dann wird man auch nicht angerufen und dann erwartet auch keiner von einem, dass man noch was macht. Und wenn man dann am nächsten Tag wieder ins Büro kommt, dann fängt man um 8 wieder an zu arbeiten. Und das ist dann in Deutschland natürlich schon anders. Ich sage eigentlich immer, dass ich in Südafrika aufgewachsen bin. Bin nach der Ausbildung von zu Hause ausgezogen, aber nur um die Ecke. Also wenn mir irgendwas gefehlt hat, bin ich in 3 Minuten zu Mama gelaufen, habe es geholt. Auch sonntags. Und da unten war es halt auf einmal, wenn du es nicht machst, macht es keiner. Und das, glaube ich, macht einen sehr schnell sehr erwachsen. Was ich das Schwierigste fand, war Zeit. Zeitmanagement. Das haben die da unten einfach nicht. Im Englischen gibt es ja now, also jetzt. Bei denen gibt es aber now, just now, now oder now. Das kann alles sein von in 5 Minuten bis in 2 Tagen. Oder auch eine Party fängt um 5 Uhr an. Ich als gute Deutsche bin dann um 5 Uhr da. Da steht die Dame dann im Bademantel vor mir. Und ich so, wie jetzt? Du hast doch gesagt 5. Ja, aber es kommt doch keiner um 5. Also wenn man sagt um 5, fängt es um 7 an. Und das war echt kompliziert. Man ist halt aus Sicherheitsgründen auch immer eingeschlossen. Und da hast du dann Schlösser oder Ketten an der Tür. Musst du, weil es ist einfach viel zu gefährlich. Du kannst nicht unabgeschlossen leben. Du lebst immer hinter Gittern. Es ist erlaubt, Stichwaffen mitzuführen. Schusswaffen musst du eigentlich einen Waffenschein dafür machen. Uneigentlich hat die Dinger jeder im Haus. Das heißt, wenn du irgendwo übernachtest, sagt man dir vorher, wo du die Waffen finden kannst. Dass, wenn irgendetwas ist, du weißt, wo du hingehen musst. Und das sind halt Dinge, ja, da gewöhnt man sich zu einem gewissen Maße dran. Das macht einen aber auch unheimlich paranoid. Das sind auch so Dinge dann, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Ich konnte die ersten Monate in meiner Wohnung hier nicht schlafen. Ich habe alles abgeriegelt, sämtliche Rollos runtergemacht, alle Türen eingeschlossen, mich selber im Schlafzimmer eingeschlossen, weil das habe ich in Afrika auch immer gemacht. Und dann hast du irgendwas gehört. Und dann bist du im 3. Stock in der Mitte vom Dorf, als ob da jemand nachts in deine Wohnung einsteigt. Also wirklich nicht. Aber du machst das einfach so und du guckst dauernd. Und ich halte jetzt immer noch Abstand zum Vorderauto an der Ampel ziemlich weit, falls mir jemand die Scheibe einschlägt, dass ich rausziehen kann und wegfahren kann. Nachdem ich wieder zurückkam, war ich in einer Firma und habe dort für 21 Länder das Prozessmanagement gemacht. Also ich musste quasi dafür sorgen, dass 21 Länder gleich arbeiten. Ja, genau. Das war nicht einfach. Und dann musst du es eben schaffen, dass ein Südkoreaner genauso wie ein Brasilianer arbeitet. Das ist anstrengend, aber es ist super lehrhaft und es ist total cool und ich mochte es immer super gerne, mich auch mit den Kulturen dann dort auseinanderzusetzen. Ich musste immer schnell so ein bisschen die Grundsätze lernen. Die Grundsätze im Sinne von Höflichkeit. Wie wichtig ist ein Rang und was ist höflich und wie begegnet man bestimmten Menschen. Und wenn man das dann schnell drauf hat und sich dann mit diesen Menschen dort unterhält und eben so kleine Gesten nebenbei einfach macht, die bei denen in der Kultur sehr wichtig sind, ohne dass man drauf achtet, wird man ganz anders angenommen. Und das hat mir sehr schnell geholfen, auch eben in eine Basis zu kommen, dass mir Menschen in Anführungsstrichen von ihren Problemen auf der Arbeit erzählt haben, sodass ich die Prozesse, die sie machen mussten, dementsprechend anpassen konnte. Weil ansonsten war man immer die Deutsche, die aus dem Ausland kommt und die will uns jetzt erzählen, wie man zu arbeiten hat. Und das musste ich ganz schnell abstellen. Da hat mir, glaube ich, auch Südafrika viel geholfen, dabei einfach schneller zu erkennen, wie Kulturen ticken. Und das dann einfach schnell umzusetzen.
Also ich fand meine ersten 2 Jahre eigentlich sehr schwierig, was das Sozialleben angeht. Ich habe dort in einem Büro gearbeitet mit nur einem Kollegen zu Beginn und den konnte ich ja auch nicht immer dazu zwingen, irgendwas mit mir zu machen jeden Tag. Eine Kollegin aus einem anderen Büro hat sich dann meiner erbarmt und ich bin dieser Frau bis heute noch unendlich dankbar, dass sie mich überall mit hingenommen hat. Zum Einkaufen, dann hat sie mit mir Wohnungen gesucht und alles mögliche. Also das war wirklich super wichtig, aber auch da, du kannst die nicht jeden Tag damit belasten und Wochenenden waren schlimm, weil du saßt zu Hause, du wusstest nicht, was du tun kannst, du kannst alleine nicht weg, es ist zu gefährlich. Dann freust du dich auf Montag, dass du wieder ins Büro darfst. Da ist eben der Tipp zu sagen, such dir einen Club oder irgendeine soziale Einrichtung, wo du regelmäßig hingehen kannst und da lernst du Menschen kennen. Alles andere ist schwierig, weil du kannst nicht einfach alleine dich in eine Bar setzen. Das funktioniert ja hier noch nicht mal. Also sowas ist super wichtig, dass du dir dann irgendwas suchst, ein Hobby, wo du regelmäßig dieselben Menschen triffst und daraus entstehen dann Freundschaften. Survey, Gaxi, Koprais.